Hallo, ich bin die Miriam und heute backe ich für dich ein rote Beete Dinkelbrot. Bei dem Rezept wird das Wasser komplett durch rote Betesaft ersetzt und das macht eine ziemlich coole Farbe. Jetzt rede ich aber nicht lang, backen wir es an, los geht's. Alles, was du dafür brauchst, sind 400 Gramm Dinkelmehl der Type 630 sowie 100 Gramm Dinkel-Vollkornmehl, 20 Gramm Butter, ein Esslöffel Zuckerrübensirup, 320 Milliliter rote Betesaft, ein Teelöffel Flohsamenschale. Flohsamenschale binden einfach unglaublich gut. Deshalb, ich zeige dir mal, was da so passiert, warum ich die in den Teig gebe. Ich nehme den Teelöffel Flohsamenschale und gebe hier mal ein bisschen Wasser dazu. Das Ganze rühre ich mal ein bisschen um. Man kann es, glaube ich, schon ein bisschen erkennen. Das wird so richtig dick, gelartig. Hier ist natürlich eine richtig gute Menge Flüssigkeit in gebundener Form im Brot und das macht das Brot, vor allem Dinkelbrot, einfach wirklich saftiger. So, jetzt aber wieder zurück zum Rezept bzw. den Zutaten. Ein halber Esslöffel Salz, ein Teelöffel Trockenhefe und ein Esslöffel Essig. Und die Zutaten jetzt einfach der Reihe nach in die Backform füllen. Knethaken ist eingesetzt. Backform in den Automaten stellen. Deckel schließen und Programm auswählen. Hier habe ich jetzt ein spezielles Dinkelprogramm. Wenn du das nicht hast, dann verwendest du einfach Programm normal. Das funktioniert natürlich genauso. Brotgröße L hier und Start. Dieses Programm läuft jetzt 4 Stunden 30. Hier wird einfach sehr schonend das Dinkelmehl ausgeknetet. Aber wie gesagt, du kannst jedes andere Normalprogramm natürlich auch verwenden. Schau einfach, dass es eine Gesamtlaufzeit von 3 bis 3,5 Stunden hat. So, der Automat piepst, was wiederum bedeutet, Brot ist fertig. Eigentlich müsste er das gar nicht. Man riecht es, es duftet einfach lecker nach Brot. Dann die Backform aus dem Automaten holen. Stopp drücken. Und das Brot aus der Backform befreien. Jetzt noch auskühlen lassen und dann können wir es anschneiden. Ist noch ganz klein bisschen lauwarm, aber ich glaube, man kann sehen, es ist sehr fluffig. Mein Fazit, es schmeckt gar nicht so arg nach roter Beete, die ja manchmal schon sehr erdig intensiv ist. Ist ein Vorteil, finde ich. Durch das kann ich es mit süßen wie auch mit herzhaften belegen. Das Coolste ist natürlich die Farbe, die ist einfach außergewöhnlich und macht schon was her. Das macht so das Besondere an diesem Brot, finde ich, aus. Und klar, Dinkel geht immer. Wenn du es nachgebacken hast, schreib es mir mal unten in die Kommentare. Würde mich interessieren, wie es dir geschmeckt hat. In diesem Sinne, bis dahin, back's an. Ciao, tschüss.